I won't waste my time no more. Don't got the patience. I guess it's back to the basics. I can't go back broke, oh no. Got the shit out the mud. We used to serve out the basement. If you ever held me back from getting to the racks, it's cool, cause I'ma get this money. I ain't never looking back. But I can't waste my time no more. No. So Leute, es geht weiter im Text. Heute fahren wir mit dem E500 zum ersten Mal, beziehungsweise ich bin ja schon gefahren, aber ich nehme euch das erste Mal mit. Und ich denke, das ist für viele interessant, weil dieses Auto ja wirklich schon ziemlich gute Fahrleistungen hat. Und das dürfte für viele von euch ja wirklich interessant sein, mal so zu sehen, wie das Auto fährt und wie die Fahrleistungen so sind. Deswegen möchte ich euch das so ein bisschen näher bringen einmal. Und für die Leute, die im letzten Video nicht dabei waren, die es noch nicht gesehen haben, erstmal auf jeden Fall angucken. Aber hier haben wir ein EQP der Baureihe W207, und zwar ein E500, wie gesagt, mit dem 4,7 Liter V8 Biturbo. Nicht zu verwechseln mit dem 5,5 Liter Sauger. Das ist ein wirklich riesen Unterschied. Und wie gesagt, wir fahren jetzt das erste Mal und wollen mal so ein bisschen sehen, wie dieses Auto sich so fährt. Denn ist ja eine sehr interessante Kombination hier. Denn dieses Auto ist, soweit ich zumindest weiß, das leichteste Modell, also das kleinste und leichteste Modell im Endeffekt, wo dieses Aggregat, wo dieser V8 Biturbo drin verbaut wurde. Und das ist eine sehr interessante Kombination, denn die Fahrleistungen sind eigentlich schon ziemlich AMG. Also ich will nicht sagen gleich wie ein AMG, es wäre jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber sind schon ziemlich weit oben die Fahrleistungen hier. Und deswegen habe ich dieses Auto auch gekauft. Also wir sind jetzt hier gerade auf so einer Landstraße, da kann ich ja noch nicht so Gas machen. Wir fahren jetzt aber gleich hier auf so einen Zubringer auf. Und was man auf jeden Fall sagen muss, es fährt sich im ersten Moment nicht wie ein AMG, sondern eigentlich wie ein normaler Mercedes, also sehr, sehr so smooth und sehr sanft. Aber dieses Auto hat halt zwei Facetten, zwei Gesichter, denn wenn ihr diesen Sportknopf drückt, kann ich euch gleich mal einblenden, dann ändert sich hier dieser Charakter von dem Auto wirklich extrem. Und da würde ich schon sagen, sind wir sehr nah dran an AMG-Fahrleistungen. Und ja, wirklich kann man nicht unterschätzen. So, wir fahren jetzt hier gerade mal auf dem Zubringer auf. Jetzt machen wir hier mal eine kurze Beschleunigung, 0 auf 100. Damit ihr auch mal seht, wie ich in den Sitz gedrückt werde. Das ist wirklich schon nicht ohne. Ne? Oh, Bodenwelle, aber brutal. So, wir fahren jetzt hier auf die Autobahn auf und machen jetzt mal einen kurzen Pull von ja, 100, 200 würde ich sagen. Leider habe ich jetzt nicht zum Messen bei, aber ich kann euch sagen, ich habe schon mal gemessen und es sind so 10 Sekunden circa. Ich blende euch das gleich auch mal ein. Ja, ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Pull von 100, 200. 20, 40, 60, 80. Also ist schon wirklich ein schnelles Auto. Und ich habe es auch schon beim letzten Video angedeutet, die Begegnungen, die man da teilweise auf der Autobahn hat, sind schon ziemlich lustig, weil natürlich viele nicht damit rechnen, dass das Auto wirklich so schnell ist. Weil ja, ich sag mal, normalerweise denkt man, naja, kommt so ein EQP und sorry übrigens dafür, kommt ein EQP gefahren, ja, was kann ja schon großartig haben, 6 Zylinder, gut, dann hat er 300 PS. 300 PS ist ja jetzt nicht, sagen wir mal, die Welt, also ist schon viel, versteht mich nicht falsch, aber ich sag mal, ein Golf R oder ein RS3 oder so hat ja da wirklich leichtes Spiel. Aber bei dem Auto ist das halt ein bisschen anders. Da haben sich schon viele ziemlich dumme Gesichter ergeben auf der Autobahn. Und deswegen, Leute, ich kann euch wirklich nur sagen, unterschätzt nicht dieses Auto. Und wenn ihr mal bedenkt, dieses Auto kriegt ihr schon für irgendwo zwischen 22.000 und 27.000 Euro. Ich denke mal, das ist preis-leistungsmäßig schon ziemlich weit vorne. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Auto gekauft habe. Man muss natürlich dazu sagen, das Auto hat auch noch ein ziemlich großes Tuning-Potenzial. Ich meine, 408 PS hat das Auto jetzt Serie, ist
also meiner Meinung nach für diesen Motor auch ein bisschen kastriert. Der Grund, warum das Auto hier so, also was heißt wenig, aber warum das in dieser Ausführung so wenig PS hat, ist halt einfach, weil sonst die Konkurrenz zum E63 zu groß gewesen wäre, zu nah gewesen wäre. Und deswegen hat das Auto im 500er hier 408 PS und wie ihr wisst, in der S-Klasse zum Beispiel hat der gleiche Motor, ich glaube 435 oder irgendwie sowas um den Dreh, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Auf jeden Fall etwas mehr PS und ich sag mal, eine Stage 1 ist hier bei dem Auto 500 PS und wenn man bedenkt, dass das hier wirklich das noch leichteste und kleinste Auto ist, wo dieser Motor verbaut ist, sind 500 PS schon eine Ansage. Aber erstmal bleibt das Auto Serie hier bei mir. Ja. So, wir fahren jetzt hier einmal ab, Freunde, und drehen einmal und fahren wieder zurück auf die Autobahn. Ich mache schon mal auf Sport, damit man mal gleich ein bisschen den Unterschied sieht in der Beschleunigung. Und jetzt, wo wir hier die Ausfahrt einmal runterfahren, möchte ich auch einmal anmerken, dass dieses Auto auf jeden Fall kein Kurvenräuber ist. Ich meine, das Auto liegt schon gut in der Kurve, gar keine Frage, aber man merkt schon das relativ hohe Fahrzeuggewicht. Wenn mich nicht alles täuscht, wiegt dieses Auto so 1780 Kilo ungefähr, also runden wir mal auf 1,8 Tonnen. Das ist schon nicht wenig. Dazu kommt, wir haben hier noch dieses Glasdach, das Panoramadach, was auch den Fahrzeugschwerpunkt natürlich ein bisschen weiter nach oben setzt, ist für die Kurvenlage auch eher ungünstig. Und das merkt man auch. Also dieses Auto möchte auf einer geraden Strecke gefahren werden, ist halt wirklich für die Autobahn. Und also BMW-mäßig seid ihr hier natürlich nicht unterwegs. Also das ist absolut kein Kurvenräuber. Aber ich denke mal, wenn man so ein Auto kauft, dann weiß man das auch. Ansonsten kann ich wirklich sagen, wie das Auto fährt, ist wirklich sehr sanft, sehr smooth, hatte ich ja gerade schon mal gesagt. So wie man sich halt Mercedes auch vorstellt, um ehrlich zu sein. Und wir fahren jetzt mal hier eben auf die Autobahn auf und werden mal ein 100-200 machen. Nochmal für euch, ich blende euch das dann einmal ein. So Leute, also hier ist Geschwindigkeit aufgehoben. Wir fahren 84 und jetzt machen wir mal einen kurzen Pull. 100-200, damit ihr einmal so ein Gefühl dafür kriegt. Moment mal, ja, wir sind so jetzt knapp unter 100. Also machen wir mal, wie gesagt, wir sind in Sport. Geht hier leicht bergauf, muss man dazu sagen. Ja, also ihr seht, das ist schon wirklich nicht ohne. Kann ich schon wirklich sehen lassen. Wir fahren gleich mal hier ab und dann machen wir nochmal ein 100. Ach Quatsch, 0-100 machen wir dann nochmal. Mal sehen, wie das so ist. Das habe ich noch nie so wirklich gefilmt, glaube ich. So Leute, wir machen jetzt einmal kurz einen Sprint von 0 auf 100 in Sport. So, also wie ihr gesehen habt, ist schon wirklich nicht schlecht von 0 auf 100, also geht schon wirklich sehr gut. Und ich muss dazu sagen, in der Stadt, so wie ich jetzt hier gerade fahre, würde ich euch auch nicht empfehlen, in Sport zu fahren, sondern immer in Komfort, weil ihr werdet sonst wirklich permanent Wheelspin haben. Also in Sport, sage ich mal, wenn der Untergrund feucht ist oder nass ist auf der Autobahn oder so, teilweise hat man wirklich bis 100 km/h oder teilweise sogar mehr Wheelspin. Und das, ich meine, ist klar, 600 Newtonmeter ist nicht wenig und die liegen schon bei 1600 Umdrehungen an. Deswegen, also in der Stadt würde ich persönlich empfehlen, immer Komfort. Also was kann man noch sagen? Ich sag mal, fahrwerksmäßig ist er eigentlich ziemlich gut abgestimmt, meiner Meinung nach. Also ich müsste es nicht straffer haben, das ist ein guter Kompromiss. Das Fahrwerk ist auch sehr ähnlich wie im 204, wie gesagt, und es passt eigentlich zu so einem sportlichen Coupé ziemlich gut. Nicht zu straff, aber auch nicht zu lasch, also dass man denkt, man sitzt wirklich im Opa-Auto. Jetzt haben wir hier einen kleinen Tunnel. Ich einmal den Sound euch hören lassen. Und das ist übrigens auch ziemlich geil. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Video so gut rüberkommt, aber man hört wirklich wunderbar die Turbos.
möchte man ja auch wirklich hören bei so einem wunderbaren Motor. Auch wirklich ziemlich geil. Wie gesagt, fahrwerksmäßig, sorry, dass der Tunnel kam gerade dazwischen. Fahrwerksmäßig, wie gesagt, ist zwar schon straff abgestimmt, finde ich, aber dennoch in Ordnung. Also für mich genau der richtige Kompromiss, weil es ist immerhin auch wirklich am Ende des Tages, es ist kein AMG und dementsprechend muss ich persönlich jetzt hier in so einem Auto auch kein Fahrwerk haben, was bretthart ist. Und das muss meiner Meinung nach auch zum Charakter dieses Autos passen. Und da es ein 500er ist, passt dieses Fahrwerk wirklich ziemlich gut. Es ist trotzdem ein großes, schweres Auto, das darf man nicht vergessen. Auch wenn die Basis natürlich eine C-Klasse ist, die ist natürlich so ein bisschen schöner in den Kurven, so ein bisschen knackig. Aber dieses Auto ist da ja, ein bisschen behäbiger. Kann man aber, wie gesagt, auch verstehen, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, wegen dem Gewicht. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu diesem Auto, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich denke, ihr habt jetzt mal einen ganz guten Eindruck bekommen, wie so ein Auto fährt, zumindest so grob. Ja, ich weiß, das ist immer über ein Video ein bisschen blöd, aber ich habe euch einmal 0-100 gezeigt, einmal 100-200 gezeigt. Und, ja, also nach 200 geht es natürlich noch ziemlich straff weiter, aber das Auto ist auf 250 begrenzt, also abgeriegelt, und deswegen bringt es jetzt da auch nicht wirklich euch das. Ich meine, ich kann es euch gerne auch noch mal in einem anderen Video zeigen, aber der geht wirklich auf stramm durch bis 250, 260, dann ist er abgeriegelt und das ist auch wirklich ganz deutlich. Also wenn ihr fahrt, ihr merkt richtig krass, also dass das Auto gar kein Gas mehr annimmt, wie das abgeriegelt ist, richtig krass. Ich sag mal, mein Popometer sagt mir so, dass der wirklich noch, ich denke mal bis 280, 290, also ich habe gehört 290 soll er auf jeden Fall locker fahren, wenn er offen ist. Werde ich mir auch noch mal überlegen, ob ich vielleicht offen mache. Aber ich habe gehört, der Motor hat bei hohen Geschwindigkeiten schon mal ab und zu thermische Probleme. Und da müssen wir dann mal gucken, ob wir es wirklich das Risiko eingehen. Wobei wäre schon cool, wenn er eigentlich mal sein Potenzial so ein bisschen ausfahren könnte. Weil 250 oder 260 ist wirklich kastriert. Naja, wie gesagt, gucken wir dann noch mal in einem anderen Video, ob wir das mal machen. Die Tage, oder nicht die Tage, aber ich sag mal in den nächsten Wochen oder Monaten hatte ich auch mal vor, eine Leistungsprüfung zu machen, also auf den Prüfstand zu fahren, weil ich vermute, also so wie sich das anfühlt, dass der vielleicht etwas mehr sogar hat als 408 PS, weil die Motoren sind auch dafür bekannt, dass die etwas nach oben streuen. Das werden wir dann auch noch mal zusammen rausfinden, gibt es dann auch ein neues Video. Deswegen, wenn ihr daran Interesse habt, auf jeden Fall abonnieren, damit ihr direkt die Ersten seid, die das sehen, wenn ihr darauf Bock habt, sorry. Ja, ich würde sagen, das ist es dann gewesen fürs heutige Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mal so kurz einen Einblick, wie dieses Auto so fährt. Und ich denke, das ist für viele auch sehr hilfreich, mal so die Erfahrung zu hören oder wie das Auto so fährt, auch mal zu sehen, zumindest so grob. Und ja, Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen habt, was ihr gerne sehen wollt bezüglich dieses Autos, ich denke mal, viele von euch werden darin interessiert sein, mal einen Kostenüberblick von so einem Auto zu sehen. Da überlege ich mir dann auch noch mal da ein Video demnächst drüber zu machen, über die allgemeinen Kosten von so einem Fahrzeug. Und ja, auf jeden Fall, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer auf jeden Fall auch auf Instagram folgen und abonnieren, auch die Glocke anklicken, damit ihr auch das nächste Video sofort kriegt. Und bis dahin alles Gute, Freunde. Wir sehen uns demnächst. Ciao. Und was natürlich bei einem V8 zum guten Ton dazugehört, Tankreserve wieder an, ne? Ja, moin. Cause a couple of years ago I wasn't eating. Now I watch out for them niggas that scheming. I got me an M when I kept on repeating the love with the sound of that money machine. I'm looking down at my diamonds be gleaming. I got me a coffee, it's there to